Einen wundervollen und erstaunlich sommerlichen Oktober wünsche ich euch. Und genau das ist das Thema. In diesem Video geht es um die PlayStation VR 2 Releases im Oktober. Ich bin Mutens Shop Mo von VR. Dieses Video mache ich ja jeden Monat. In den letzten Tagen des Vormonats werden immer noch ziemlich viele Sachen revealed, die dann relevant sind für dieses Video. Deswegen warte ich bis auf den letzten Drücker. Wenn ihr das jetzt seht, also für mich morgen, dann kommen nämlich schon die ersten 2 Titel raus. Ich mache jetzt eine Liste, auch in den Video-Description hier unten und in den Kommentaren, wo ich alles, was ich erzähle, nochmal aufliste. Wenn ich im Verlauf des Monats noch mehr erfahre, dann werde ich das hier eintragen. Ja, ihr könnt also immer wieder zu diesem Video zurückkehren, nachgucken, ob sich da was geändert hat. Wenn ihr unsicher seid, wie die exakten und vor allem alle Releases für die PlayStation VR 2 sind, dann in dieser Liste. Kein Scheiß, da passe ich auf. Ich würde mich natürlich auch über ein Däumchen freuen. Abonniert ruhig den Kanal und jetzt geht's einfach mal los. Brille auf, setz die Brille auf, setz die Brille auf. Schon am 3.10. geht es los mit Pixel Ripped 1995. Mittlerweile gibt es ja tatsächlich 3 Teile von der Pixel Ripped Trilogie und den mittleren mag ich am liebsten, muss ich sagen. Ja, der Hauptheld ist da eine weibliche Computerspielfigur, die aber anfängt, gegen den Bösewicht zu kämpfen, der die ganze Welt einnehmen möchte und reist dafür mittlerweile nicht nur durch verschiedene digitale Spielwelten, sondern auch in die Realität und durch Zeit und Raum und was nicht alles. Die ganze Story dahinter hat mir super gut gefallen und vor allen Dingen aber auch die technische Umsetzung. Ja. Während ihr zum Beispiel in VR als Kind unter anderem 16-Bit-Videospiele spielt, sind diese 16-Bit-Videospiele, die man spielt, auch wirklich richtige Spiele und so weiter. Ja, das ist nicht nur so Pappmaché, um die Story zu transportieren, sondern es funktioniert alles wirklich richtig. Hat mir sehr gut gefallen. Das hatten wir allerdings schon auf der PlayStation VR 1, das Spiel. Auf jeden Fall ist das aber für Besitzer der PSVR 1-Version kostenlos. Ja, kostenloses Upgrade ist schon mal eine feine Geschichte. Ebenfalls am 3.10. kommt dann Walls of the Wizard, ebenfalls eine PSVR 1-Version schon, die existiert hat. Jetzt gibt es davon den PSVR 2 Port. Rolle eines Zaubers findet ihr euch in einem Turmzimmer wieder, experimentiert mit magischen Essenzen und Sprüchen und entfesselt Superkräfte und verrückte Zauber. Das ist eher so eine VR-Rumprobier-Experience als ein Spiel, würde ich mal jetzt behaupten. Schauen wir einfach mal. So, was auf jeden Fall aber auf der PSVR 1 unfassbar aussah, war Red Matter, der erste Teil. Und der kommt jetzt auch für die PlayStation VR 2. Auch hier Besitzer der PSVR 1-Version greifen kostenlos das Upgrade ab und die anderen holen sich das bitte dann aber auf jeden Fall trotzdem. Denn Red Matter, wie ihr ja schon am 2. Teil feststellen könnt, ist nicht nur einfach ein grafischer Benchmark, sondern ein fantastisches Weltraum-Mystery-Abenteuer, würde ich es nennen, mit Puzzle-Elementen und so auch der erste Teil. Und auch der wird auf der PlayStation VR 2 jetzt mit 4K-Texturen und irre hoher Auflösung und sowas allem daherkommen. Es wird alles fantastisch an diesem Spiel, unbedingt holen. Meine große Empfehlung für diesen Monat. Red Matter, cooles Ding. Am 5.10. kommt übrigens auch noch ein Upgrade für Galaxy Card. Da gibt es nicht nur neue Karten, sondern auch eine kostenlose Demo. Ich habe es schon gestern in der Live-Show gesagt. Wenn ihr diese Demo besitzt und mit jemandem spielt, der die Vollversion hat, dann könnt ihr auch alle Strecken mit dem zusammenfahren. Das ist eine ziemlich witzige Geschichte. Die Auflösung soll sich seit meinem ersten Test dann auch verbessert haben. Und ich fand es ansonsten nämlich auch ein ganz anständiges Card-Game. Jetzt kann man dann auch Lenkräder benutzen und mit den DualSense-Controllern die Gegenstände werfen. Ist vielleicht mal ein Blick wert. Auch am 5.10. kommt Ghost Signal, A Stellar's Game. Das ist ein straighter Port von den existierenden Mobile VR-Geräten und ein VR-Actionspiel im Roguelike-Stil, das im Stellaris-Universum angesiedelt ist, wo du dein Schiff befehligst, um gegen eine Vielzahl außerirdischer Spezies zu kämpfen. Nimm an dynamischen Weltraumkriegen teil, triff auf planetengroße Kreaturen, sammle wertvolle Beute. Das klingt tatsächlich ganz schön ambitioniert. Letztendlich läuft das aber so ab, dass das Ganze einfach nur in so kleinen Miniaturen zu sehen ist. Ja? Ihr kommt eigentlich immer in ein Area, da könnt ihr auch Ressourcen abbauen. Euer Raumschiff ist auch nur so ein kleines Ding, was vor euch schwebt. Das Ganze fühlt sich an wie so ein Diorama eigentlich. Ja? Und dann steuert ihr das so indirekt, weiß ich noch, und müsst so ein bisschen was machen. Ich habe das auf der Pico gespielt, aber konnte damit nicht so viel anfangen, muss ich ehrlich sagen. Aber ich glaube, das mögen ziemlich viele Leute. Erwartet auf jeden Fall jetzt nicht ein richtiges Weltraumabenteuer, wo ihr mit einem Raumschiff fahrt oder so. Sowas passiert da gar nicht. Ein Titel, der am 10.10. dann rauskommt, ist Blink and the Vacuum of Space. Auch wieder ein kleinerer Indie-Titel, der erstaunlicherweise mit Hinblick auf autistische Spieler
entwickelt wurde. Ich habe das schon mal im letzten Spiele-News-Video vorgelesen. Hier spielt er offensichtlich einen kleinen Roboter, der irgendwie in alle möglichen Rollen von Leuten in einer Raumstation schlüpfen muss und deren Jobs erledigen, soweit ich das verstanden habe. Ich kann mir da irgendwie noch nicht ein komplettes Bild draus machen. Erinnert so ein ganz bisschen vielleicht auch an Job Simulator, aber vielleicht auch nur ein ganz bisschen. Schauen wir mal rein, wenn es soweit ist. Dann kommt außerdem Angry Birds VR Eyes of Pigs raus. Das ist auch wieder die PSVR 2 Version eines Spieles, das es schon für PSVR 1 gab. Das ist die VR-Version von Angry Birds. Ja, ihr schießt mit so einem Zwille oder wie man sowas nennt, Vögel auf Schweinebauten und kriegt dann dafür Punkte. Ich fand es sogar ganz spaßig. Das hat auch einen eigenen Editor, aber ist natürlich jetzt kein Riesentitel. Und hier ist mir noch ein bisschen unklar, ob es ein kostenloses Upgrade gibt oder ob das ein komplett neues Spiel ist. Es ist im Store ein eigener Eintrag. Ja, manchmal sind das bei den Titeln, die einfach nur ein Upgrade sind, dann ist das ein Eintrag für die PS4 und PS5-Version. Müssen wir mal ein Auge drauf behalten. Wieder eine Woche weiter am 17.10. Tennis on Court. Ja, und da freue ich mich drauf. Das ist nämlich ein reinrassiges Tennisspiel. Das hat natürlich auch einen Online-Modus. Und das Schöne ist, man kann nicht nur One-on-One spielen, sondern auch zu viert. Ja, also ein Doppel. Da bin ich echt drauf gespannt. Bei solchen Spielen ist es ja immer sehr wichtig, wie sich die ganze Physik anfühlt. Habe ich voll Bock drauf. Ein richtiges Tennis könnte auch interessant werden. Ich weiß, damals auf dem Dreamcast habe ich irgendwie ein verrückter Virtua-Tennis gespielt. Und jetzt kann ich Tennis dann wirklich mal in der virtuellen Realität spielen. Ich bin gespannt drauf. 2 Tage später, am 19.10. wird es dann ein bisschen mysteriös mit The Seventh Guest VR. Ich weiß eigentlich nur, dass das echt ein Oldschool-Game ist, was so in den 90er Jahren durch sehr viel Multimedia-Funktionalität geglänzt hat. Und jetzt gibt es das Ganze für VR. 6 Gäste wurden auf ein unheimliches Anwesen eingeladen, doch irgendwas Düsteres geht da vor sich. Der wohlhabende Einsiedler und Spielzeugmacher Henry Stauf versteckt sich in den Schatten und eine rätselhafte, dunkle Kraft scheint in der Luft zu liegen. Wer ist der 7. Gast? Was will Henry von den geladenen Gästen? Und wer wird am Ende den Aufenthalt überleben? So eine Murder-Mystery-Geschichte, glaube ich. Ich bin mal gespannt, ja, werden wir uns ansehen. Ich glaube, hier kann man auch wieder von einem weiteren, bisschen größeren Highlight reden. Ich denke mal, das wird auch auf einer Stufe so mit Hubris sein, zumindest was die Inhalte angeht. Vertigo 2. Vertigo 2 hat jetzt schon letztens auf dem PC für Aufsehen gesorgt. Ist halt wirklich so ein richtiger klassischer Science-Fiction-Story-Abenteuer-Shooter, würde ich den nennen. Und kein Mobile-Port, sondern tatsächlich direkt vom PC ins Spiel. Der Entwickler ist also ein Ein-Mann-Betrieb. Da bin ich auch wirklich gespannt, was der technisch so abliefern wird. Das Spiel selber wird toll sein. Da ist jetzt wirklich nur noch die Frage, wie es auf der PlayStation VR 2 performt. Wir werden das dann am 24.10. rausfinden können. Und für alle, die das aus irgendeinem Grund nicht interessiert, die sich aber gerne gruseln, kommt dann auch am 24.10. Very Bad Dreams Do Not Fall into Madness. So, das klingt natürlich nicht nach Blümchen pflücken. Hier ist übrigens auch der Preis schon bekannt. Ja, 23,99 wird das gute Teil kosten. Sie wachen an einem idyllischen Strand auf. Ihre Füße stecken in weißen Sand und sie werden von einer leichten Brise gewiegt, während die Sonne am Horizont untergeht. Während dieses ruhigen Spaziergangs öffnet sich ihnen die Pforte der Hölle. Von ihrem Stolz getrieben glauben sie, dass sie ohne Konsequenzen durchschreiten können, doch schon bald verwandelt sich der perfekte Traum, in dem sie sich befanden, in einen drückenden, ausweglosen Albtraum. Wir haben Sie gewarnt. Die Informationen dazu sind sehr lustig. Ja, vergessen Sie alles, was Sie bisher über Horrorspiele zu wissen glaubten, denn Bad Dreams überschreitet die Grenzen der Videospielerfahrung. Das muss es erstmal beweisen. Tatsächlich gibt es davon schon eine PlayStation 4-Version, ja, und sogar eine PSVR 1-Version, wenn ich mich nicht täusche. Also wird schon Reviews dazu geben, dann könnt ihr mal reinschauen. Ansonsten PSVR 2-Version muss dann halt auch mal wieder zeigen, was sie technisch so macht. Im Oktober wird es gruselig bleiben. Nicht ganz so gruselig, aber auf jeden Fall beim Thema Geister bleiben wir dann am 26.10. mit Ghostbusters Rise of the Ghost Lord. Hier könnt ihr dann offensichtlich verhindern, dass der Ghost Lord die Weltherrschaft übernimmt. Das dann auch noch zu viert im Koop. Ich stelle mir das so ein bisschen vor wie After the Fall momentan. Ich denke mal, das wird es auch sein. Vielleicht nur ein bisschen witziger. Für alle, die sich in dem Ghostbuster-Franchises wohlfühlen, ist das wahrscheinlich der Titel ihrer Wahl. Ich fand die Trailer, die man gesehen hat, die sahen ganz anständig aus. Der Titel ist auch schon vorbestellbar für 34,99. Für Plus-Mitglieder gibt es Rabatte. Könnte ein nettes Ding werden. Ja, 26.10. Ich denke mal, da werden wir reingucken. Besonders neugierig bin ich auf Journey to Foundation, was auch am 26.10.
rauskommt. Das Spiel basiert auf den Romanen von Isaac Asimov und führt auf eine epische Reise durch die Galaxie. Spieler übernehmen die Rolle von Agent Ward, ausgestattet mit besonderen mentalen Fähigkeiten, um Emotionen zu erkennen und zu beeinflussen. Die setzt ihr unter anderem mit Hilfe eurer Blickrichtung ein, die durch das Eye-Tracking erfasst wird. Ansonsten erwarten euch Schießereien, Kletterpassagen, Rätsel und Entscheidungsfreiheit in den Story-Abschnitten. Sieht hier im Trailer irgendwie sehr interessant und gut aus. Warten wir mal ab, was es dann wirklich bringt. Wir freuen uns. Foglands für 34,99 am 31.10. Das wurde schon auf einer PlayStation-Veranstaltung angekündigt und jetzt kam überraschend dann auch der Release. Hierbei handelt es sich um einen Roguelike-Shooter, der in so ein bisschen, finde ich, steampunkigen Environments spielt. Aber wenn ihr zum Beispiel Synapse jetzt mochtet, dann wisst ihr ungefähr, was auch in The Falklands passieren wird, natürlich mit anderen Game-Mechaniken. Bin mal gespannt, denn tatsächlich habe ich jetzt erst gesehen, ich dachte die ganze Zeit, das wäre PSVR 2 exklusiv. Das kommt auch für SteamVR und Quest. Es ist kein PSVR 2 exklusiver Titel, wenn dann zeitexklusiv. 34,99 wird es kosten, kann man jetzt auch schon vorbestellen, wenn man aus irgendeinem Grund muss. Das werde ich mir auch auf jeden Fall angucken und dann wissen wir mal, wie das jetzt abliefert. Ich stehe ja ziemlich auf Roguelikes. Wir haben auch schon ein paar fantastische mit Light Brigade und halt Synapse. Mal sehen, ob das noch eine schöne Ergänzung sein wird. Das waren alle Daten, die wir haben. Es sind aber noch nicht alle Titel, die wir haben. Es gibt jetzt noch einen Dreierpack an Horror-Games, die für Oktober angekündigt sind, allerdings ohne konkretes Datum. Der erste dabei ist Propagation Paradise Hotel, Gefangenenparadies Hotel, wo eine seltsame Krankheit die Menschen in brutale Kreaturen verwandelt hat. Suchst du verzweifelt nach deiner Schwester. Spiele als Emil Diaz, erkunde die dunkle Umgebung, sammle Ressourcen und überlebe die schrecklichen Begegnungen. Dieses intensive Solo-VR-Survival-Horrorspiel mit großartiger Storytelling wird dein Adrenalinspiegel in die Höhe treiben. Chagadabon. Kann es sein, dass alle Horrorspiele irgendwie in einem gruseligen Haus sind und so weiter? Auch das kam vorher schon für den PC raus und daher könnte man sich jetzt schon Reviews angucken. Ich habe es noch nicht gemacht. Hier bin ich nicht sicher, ob ich spielen werde, weil ich halt Angst habe. Ja, müssen wir mal gucken, ob und wie wir das vielleicht covern, wird sich rausstellen. Genau dasselbe im Oktober passiert mit Madison VR. Ja, auch das ist ein Horrortitel. Auch der hat kein konkretes Datum, nur die Ansage, dass er im Oktober kommt. Die Wissenschaft lügt nicht. Das Science of Scare Project hat bestätigt, dass das preisgekrönte Madison das gruseligste Spiel aller Zeiten ist. Alter. Und das gruseligste Spiel aller Zeiten ist jetzt auch gruseliger. Der Madison VR wird in VR neu aufgelegt. Was würdest du tun, wenn du mit deinen Händen voller Blut in einem dunklen Raum eingesperrt aufwachen und deine Schwester und Mutter massakriert vorfinden würdest? Durch eine besessene Sofortbildkamera verbindest du die Welt der Menschen mit dem Jenseits und so weiter. Meine Güte, Leute, diese Horror-Titel sind auch echt eine verrückte Sache. Und dann haben wir noch einen letzten und auch, ist das Horror? Ist das Horror? Phasmophobia. Ja, doch, ist auch VR-Horror. Das Horrorspiel Phasmophobia kommt im Oktober raus. Darin jagt ihr im Koop-Modus Geister in gruseligen alten Anwesen. Crossplay wurde von den Entwicklerstudio auf Twitter bestätigt und ich könnte mir vorstellen, darauf warten auch schon viele Leute. Das gab es ja schon für PC. Erfreute sich der großer Beliebtheit. Das ist übrigens auch ein Hybrid-Titel, ja, genauso wie Foglands. Hab ich ganz vergessen zu erwähnen. Foglands und jetzt auch Phasmophobia, die kann man auch am Bildschirm spielen. Mit dem normalen Controller, aber natürlich auch in VR. Auch mal eine ganz interessante Geschichte. Und damit wären wir durch. Für diesen Monat habe ich auch keine großen Wackelkandidaten. Ultra Wings 2 und Racket Fury kündige ich jetzt nicht mehr mit an. Ich habe keine Ahnung, wann die rauskommen. Total egal. Aber wir haben auch noch Among Us VR für demnächst angekündigt. Könnte diesen Monat passieren, muss aber auch nicht. Wie gesagt, schaut einfach in die Liste, wenn ihr wissen wollt, was da noch gekommen ist. Und dann habt ihr einen vollständigen Überblick. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, für euch war das dabei. Und ich freue mich riesig, wenn ihr mir jetzt ein paar Kommentare schreibt zu den Titeln, auf die ihr Bock habt. Ja, das ist für mich auch immer interessant, weil ich dann ein Bild bekomme, so was bei den Menschen da draußen ankommt und dementsprechend dann auch schauen kann, welche Titel ich dann hier auch mal komplett vorstelle in Reviews oder First Impressions oder so. Ich denke, diesen Monat wird es viel zu tun geben. Das ist doch nett, oder? Und November ist auch schon wieder ganz schön viel cooles Zeug angekündigt. Läuft gerade bei PlayStation VR. Ich bin raus. Bis Dance Potenz im Mo von VR. Immer für euch da. Bye, bye.